We are continuing to look at the two great commandments, word by word. Und wir machen weiter, indem wir uns die zwei größten Gebote Wort um Wort anschauen. We looked at the first word, love. Letzte Woche haben wir uns das erste Wort Liebe angeschaut. That's the essence of the Christian life. Und das ist das Mittelteil des christlichen Lebens. And then we asked, okay, where are my papers going? So we looked at love, but then the question we looked at the next week was, okay, love whom? Also wir haben uns das Wort Liebe angeguckt, aber dann war die nächste Frage, wen sollen wir lieben? Jesus says, love the Lord, your God. Jesus sagt, liebt den Herrn, euren Gott. This is a very specific God that Jesus has in mind. Und das ist ein ganz bestimmter Gott, den Jesus hier in der Vorstellung hat. Not the God we imagine in our minds, Nicht der Gott, den wir uns vielleicht in unseren Gedanken vorstellen, but the God revealed in His Word. sondern der Gott, der in seinem Buch offenbart wird. Today we come to the next question. Und heute kommen wir zur nächsten Frage. Not love who, but love how. Nicht wen wir lieben sollen, sondern wie wir lieben sollen. How should we love this God? Wie sollen wir diesen Gott lieben? Jesus answers, with heart, soul, with all your heart, soul, and mind. Und Jesus antwortet mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Which is, as you know, a quote from Deuteronomy chapter 6 in the Old Testament. Und wie ihr wisst, ist das ein Zitat aus 5. Mose, dem Kapitel 6 im Alten Testament. And the basic meaning of this command Und die Basis von diesem Gebot, is love God completely. dass wir Gott komplett lieben sollen. Love God with your whole self. Mit unserem ganzen Selbst. Not just with your mind. Nicht nur mit unserem Verstand. If anything, this is my temptation. Und das ist vielleicht die Versuchung, die ich habe, To love God just with my mind. dass ich Gott nur mit meinem Verstand liebe. We love to talk about theology more than we love the God that theology teaches us about. Wir lieben es mehr, über die Theologie zu sprechen, wie den Gott zu lieben, der diese Theologie innehat. Some people love God only with their emotions. Und manche Leute lieben Gott nur mit ihren Emotionen. Singing, worshiping. Sie lieben es zu singen und anzubeten. Sam Crabtree once said, some people love loving God more than they love God. Sam Crabtree hat einst gesagt, manche Leute lieben es, Gott zu lieben, mehr, als sie Gott lieben. But Jesus said, love God with your whole self. Aber Jesus sagt, lieb Gott mit deinem ganzen Selbst. Heart, soul, and mind. Herz, Seele und Verstand. What does that look like? Aber wie sieht das aus? That's our question this morning. Und das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen. Love how? Wie sollen wir lieben? How do we love God with heart, soul, mind? Wie lieben wir Gott mit dem Herz, unserer Seele und dem Verstand? Now, this is an important question because it depends on how you see God. Und das ist eine wichtige Frage, weil sie damit zusammenhängt, wie du Gott siehst. Who is He to you? Wer ist er für dich? How we love someone depends on the relationship. Wie wir jemanden lieben, hängt zusammen mit der Beziehung, die wir zu dieser Person haben. I love my daughter slightly differently than I love my neighbor. Ich liebe meine Tochter anders, wie ich meinen Nachbarn liebe. I love my wife slightly different than I love a stranger. Und ich liebe meine Frau anders, wie ich eine fremde Person liebe. So the way you love God depends on how you see Him. Also die Art und Weise, wie du Gott liebst, hängt damit zusammen, wie du ihn siehst. What's your relationship to Him, essentially? In welcher Beziehung stehst du zu ihm? Because there is a little bit of confusion about this today, I think. Und es gibt heute auch ein bisschen Verwirrung zu dem Thema. For example, in some contemporary Christian music, Beispielsweise gibt es in mancher heutiger christlichen Musik, there's a lot of talk about love for God. wird viel über die Liebe zu Gott gesprochen. And that's a good thing. Und das ist gut. But some of the music talks about love for God in a very romantic way. Aber manche der Musik spricht über unsere Liebe zu Gott auf eine ganz romantische Art und Weise. As though Jesus is my boyfriend. Als ob Jesus mein fester Freund ist. And it's a little uncomfortable. Und das fühlt sich etwas komisch an. Now, Paul does say that marriage is a metaphor of the love of Christ for the church.
Aber Paulus sagt, dass die Ehe eine Metapher ist für die Liebe, die Christus für die Kirche hat. But we have to remember that it's a metaphor. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass es eben nur eine Metapher ist. It's not exactly the same. Es ist nicht ganz genau das Gleiche. There are some aspects of marriage that do reflect the love of Christ for his church. Es gibt Teile der Ehe, die die Liebe von Christus für die Kirche reflektieren. But don't take it too far. Aber geht damit nicht zu weit. The Bible also calls Jesus a door, Die Bibel spricht über Jesus auch als eine Tür, as a lion, als ein Löwe even a mother hen at one time. und sogar einmal als ein Mutterhuhn. These are metaphors. Das sind Metaphern. They tell us something about Jesus, Sie sagen uns etwas darüber, wer Jesus ist, but not everything. aber nicht alles. So the question is, what kind of love is being referred to here Und die Frage ist also, auf welche Art und Liebe bezieht sich unsere Stelle hier in Matthew 22? in Matthäus 22? Love God. Lieb Gott. Is this the love of romance? Ist das die Liebe, eine romantische Liebe? Is it the love we have for a child? Eine Liebe, die wir für unsere Kinder empfinden? The love for a close friend? Oder die Liebe für einen guten Freund? Well, Jesus defines the relationship for us. Und Jesus definiert die Beziehung für uns. He says, love your God. Er sagt, liebt euren Gott. That kind of love looks a little different than other loves. Und diese Art der Liebe sieht ein bisschen anders aus wie andere Lieben. This is not the love of equals, Es ist nicht eine Liebe zwischen Gleichgestellten, like friends or in marriage. wie in der Ehe oder unter Freunden. This is not the love from above, the way we love our children or a house pet. Es ist auch nicht die Liebe, die von oben runter liebt, wie wir unsere Kinder lieben oder ein Haustier, This is love from below. sondern die Liebe von unten. He's our God. Er ist unser Gott. 2 weeks ago, I heard a great Old Testament scholar describe these two verses as language of love for a king. Und vor 2 Wochen habe ich einen großartigen Lehrer des Alten Testaments gehört, wie er diese Liebe aus dieser Textstelle beschrieben hat, als eine Liebe für einen König. He said, this is how ancient Near Eastern kings would talk to their people. Er hat gesagt, das haben altertümliche nahöstliche Könige, so haben sie zu ihrem Volk gesprochen. I want you to be devoted to me with heart, mind, and soul. Ich möchte, dass ihr mir ergeben seid mit eurem Herz, eurer Seele und eurem Verstand. In other words, be loyal to me with your whole self. Das heißt, seid mir vollkommen loyal, treu. That is what love for God means in this passage. Und das bedeutet die Liebe für Gott in dieser Passage. This is not the romantic love. Es ist keine romantische Liebe. It's not the love of friendship. Es ist auch nicht die Liebe in einer Freundschaft, This is the language of love and devotion to your king. sondern es ist die Sprache und die Liebe und Hingabe zu deinem König. If you want a good, because we don't have a lot of kings anymore today, Und wir haben heute nicht mehr viele Könige, but if you want to see a good modern example of this, aber wenn ihr ein gutes, modernes Beispiel davon sehen möchtet, just look at the U.S. presidential campaigns over the past 4 months. dann schaut euch einfach den US-Wahlkampf und die Kampagnen darin der letzten 4 Monate an. Have you seen how zealous these people are Habt ihr gesehen, wie begeistert diese Menschen sind? on both sides? Auf beiden Seiten. People are marching in the streets. Sie laufen auf den Straßen, They're getting in fistfights. sie fangen an Schlägerei, They're giving their money away. sie geben ihr Geld, They're doing everything to see their candidate win the race. sie tun alles, damit ihr Kandidat das Rennen gewinnt. Because they believe with all their hearts that this man will finally fix the problems. Weil sie in ihrem Herzen ganz fest daran glauben, dass diese Person ihre Probleme endlich beheben wird. We're seeing an extreme loyalty in both parties. In beiden Parteien sehen wir eine extreme Loyalität. And Jesus is saying here, Und Jesus sagt hier, more or less, that this should be our loyalty to God. dass das unsere Loyalität gegenüber Gott sein soll. I have a Facebook friend in California, Ich habe eine Facebook-Freundin, die kommt aus Kalifornien and she's a Biden supporter. und sie hat Biden unterstützt. And in one of her posts, she invited her friends to take vacation days and fly to California. Und in einem von ihren Posts hat sie ihre ganzen Freunde eingeladen, Urlaub zu nehmen und nach Kalifornien zu fliegen, So they can knock on doors for Team Biden. sodass sie zusammen für Biden auf die Straße gehen können und an die Türen klopfen können. And I thought, wow, that is real commitment. Und ich habe gedacht, wow, das ist wirkliches Engagement. That's love with heart, mind, and soul right there. Das ist Liebe mit Herz, Seele und Verstand. Many of you remember Harley Thompson, our old intern.
Und viele von euch erinnern euch auch an Harley Thompson, einer von unseren Interns. He's been working for a congressman in Tennessee Und er hat für einen Kongressmann in Tennessee gearbeitet, for the past few months. die letzten Monate. And I was talking to him on the phone recently and asked how it was going. Und ich habe neulich mit ihm am Telefon gesprochen, ihn gefragt, wie es ihm geht. He said it's pretty busy. Und er hat gesagt, er ist ziemlich beschäftigt. He's been traveling around Tennessee knocking on doors to talk to them about why they should vote for this candidate. Er reist durch Tennessee und er hat eben auch an diverse Türen geklopft, um mit den Leuten zu sprechen, warum sie für diesen Kongressmann wählen sollen. Why he's the best. Warum er der Beste ist. All he's done. Was er alles getan hat. And I said, well, how many doors do you visit a day? Und dann habe ich ihn gefragt, ja, an wie viele Türen klopfst du denn so am Tag? And he said, oh, I try to knock on 300 doors a day. Und er hat gesagt, ja, so 300 Türen versuche ich am Tag. I was like, 300? Ich habe gesagt, 300? Wow. Wow. And immediately, I thought, what a rebuke to the church. Und sofort habe ich gedacht, was für eine Rüge für die Kirche. Harley's knocking on every door in his county for this candidate. Harley klopft an jede Tür in seinem County für diesen einen Kandidaten. And we won't even talk to our work colleague about Jesus Christ. Und wir sprechen nicht mal mit unserem Arbeitskollegen über Jesus. Love the Lord with heart, mind, all your heart, mind and soul. Liebt den Herrn mit eurem ganzen Herzen, eurer ganzen Seele und eurem ganzen Verstand. This is loyalty to king and cause. Das ist die Loyalität gegenüber dem König und gegenüber seinem Zweck. This isn't just raw obedience that Und he das ist wants. nicht nur bloßes Gehorsam für seine Gebote, This is a deep desire to see him ruling, sondern ein tiefer Wunsch, dass man ihn an der Macht sehen möchte. to see his kingdom come on earth as it is in heaven. Dass man sehen möchte, wie sein Königreich auf der Erde kommt, wie es im Himmel ist. This is why I often talk about Christianity as a revolution. Und deswegen spreche ich über das Christentum oft als Revolution. Because revolutions require heart, mind, and soul. Weil Revolutionen das Herz und die Seele und den Verstand erfordern. People rarely get into revolutions as a hobby. Und die Menschen beteiligen sich nur sehr selten an einer Revolution als ihr Hobby. Honey, I'm going bowling tonight, and then after I'm going to stop by the revolution for a little bit. Liebling, ich gehe heute Abend bowlen und danach gehe ich noch ein bisschen zur Revolution. I'll be home before dinner. Aber ich sollte vor dem Abendessen zu Hause sein. When you're involved in a political revolution, Wenn du in einer politischen Revolution involviert bist, you risk everything dann riskierst du alles. because you believe in cause and king. Weil du an diesen Zweck und an diesen König glaubst. Listen to this verse by Jesus. Und hör dich an, was Jesus sagt. One time I preached at a church, and a brother came up afterward and said, "Brother, that was some hard bread." Einmal habe ich in einer Gemeinde gepredigt und danach kam ein Bruder zu mir und hat gesagt, Bruder, das war hartes Brot. So here's some hard bread from Jesus. Und hier ist hartes Brot von Jesus. Matthew 10:37 to 38. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. But this is true of revolutionaries, isn't it? Aber das ist doch wahr über Revolutionäre, oder? They're willing to lose everything for the cause. Sie sind bereit, alles zu verlieren für diesen Zweck. Just go ask an Iranian ex-Muslim what it cost him to follow Jesus. Fragt einen iranischen Ex-Muslim, was es ihm kostet, Jesus zu folgen. They risk everything. Sie riskieren alles. Not that they want to lose everything. Nicht, dass sie wollen, dass sie alles verlieren wollen. Jesus doesn't say you should want to lose everything. Jesus sagt nicht, du sollst alles verlieren wollen. But when you decide to follow Jesus, Aber wenn du dich entscheidest, Jesus zu folgen, they lose mother, father, and sometimes their own life. sie verlieren ihre Mutter, ihren Vater und manchmal sogar ihr eigenes Leben. I met a young girl at the Kanda's house. This was her exact experience. Ich habe ein junges Mädchen bei den Quandats zu Hause getroffen und das war genau ihre Erfahrung. She was about 20 or so, I think, and lost everything. Sie war um die 20 und sie hat alles verloren. Why would someone do that? Warum würde jemand das tun? Because they believe in the promises Jesus has made. Weil sie an die Versprechen glauben, die Jesus gegeben hat. These are not the empty promises of some earthly politician. Und das sind keine leeren Versprechen von einem irdischen Politiker. These are the certain promises of the King of Heaven.
Das sind die gewissen Versprechen des Königs der Himmel, who died for me. der für mich gestorben ist. We have reason to love God with heart, mind, and soul. Wir haben Grund, Gott mit dem Herz, mit dem Verstand und mit der Seele zu lieben. And Jesus gave us a little taste of his kingdom, Und Jesus gab uns einen kleinen Vorgeschmack auf sein Königreich, a little preview eine kleine Vorschau, when he was walking the streets of Judea. als er in den Straßen von Judäa lief. Remember? Erinnert ihr euch? The blind saw, Die Blinden konnten sehen, the deaf heard, die Tauben konnten hören the dead were raised, und die Toten sind auferstanden. sinners were forgiven. Sündern wurde vergeben. Just imagine what it will be like when he rules the world. Stellt euch nur vor, wie es sein wird, wenn er die ganze Welt beherrschen wird. That's what we long for. Danach sehnen wir uns. Now, with the time I have left, I feel like I need to clarify something. Und mit der Zeit, die wir noch haben, habe ich das Gefühl, dass ich ein paar Dinge klarstellen muss. Because I've used some pretty strong words lately. Weil ich in letzter Zeit ein paar sehr starke und mächtige Worte verwendet habe. I've talked about kingdom and revolution Ich habe über das Königreich und Revolutionen gesprochen and war and battle. und Krieg und Kampf. And I know some of you are wondering, where's Stephen going with this? Und manche von euch denken vielleicht, wo will Steven damit hin? Is he saying we should start a revolt against our nation? Sagt er, wir sollen gegen unsere Nation eine Revolution starten? Try to establish a Christian nation? Sollen wir versuchen, eine christliche Nation aufzubauen? Is he a Christian jihadist? Ist er ein christlicher Dschihadist? The way I'm speaking reminds us a little bit of the Crusades, doesn't it? So wie ich spreche, erinnert uns doch ein bisschen an die Kreuzzüge. Where's he going with this? Was will er damit sagen? Well, I'm glad I asked. Und ich bin froh, dass ich die Frage gestellt habe. Because the first thing to say is that these words, like kingdom and king and war and battle, Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass diese Worte, Königreich, König, Krieg und Kampf, these are not mine. das sind nicht meine Worte. These are from the New Testament. Die stehen im Neuen Testament geschrieben. Okay, revolution might be mine. Revolution, das ist vielleicht meins. But we have to put these words into context. Aber wir müssen diese Worte in Zusammenhang bringen. The Bible is clear that we are in a fight. Die Bibel macht ganz deutlich, dass wir uns in einem Kampf befinden. This is a geopolitical battle about who reigns. Es ist ein geopolitischer Kampf darüber, wer an der Macht ist. I get a little annoyed when Christians accuse Islam of being a world domination religion. Und es stört mich, wenn Christen den Islam beschuldigen, eine Weltherrschaftsreligion zu sein. Because Christianity is also a world domination religion. Weil auch das Christentum eine Weltherrschaftsreligion ist. Let's be honest about that. Lasst uns doch ehrlich sein. We believe that Jesus will one day rule the whole world and there will be no other. Wir glauben doch, dass Jesus eines Tages die ganze Welt regieren wird und dass es dann eben nichts anderes gibt. But Aber we have to put this geopolitical agenda in the context of John chapter 18 verse 36. wir müssen diese geopolitische Agenda in Zusammenhang bringen mit Johannes 18,36. Remember that verse? Erinnert ihr euch an diesen Vers? Jesus was arrested. Jesus wurde gefangen genommen He's being questioned by Pontius Pilate. und von Pontius Pilatus befragt. And Pilate's like, what's going on here? Are you a king? Und Jesus fragt ihn, was ist hier los? Bist du ein König? And Jesus says, yes, I'm a king. Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König. But my kingdom is not of this world. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. If it were, my followers would be fighting right now. Und wenn es wäre, dann würden meine Diener kämpfen. Now, notice, Jesus doesn't say, no, I'm not a king. I'm a wandering rabbi. Und seht, Jesus sagt nicht, nein, ich bin kein König, ich bin nur ein herumwandernder Rabbi. No, Jesus says, yeah, I am king. Nein, Jesus sagt, ja, ich bin König. I do have a kingdom, Und ich habe ein Königreich. but it's not a kingdom of this world. Aber es ist kein Königreich in dieser Welt. Now, he doesn't mean by that it's not a kingdom in this world, Und er meint damit nicht, dass es kein Königreich in dieser Welt ist, but no kingdom of this world. aber kein Königreich von dieser Welt. In other words, it's not like your kingdom, Pilate. Und anders gesagt, es ist nicht wie dein Königreich, Pilatus. It's not a kingdom with borders. Es ist kein Königreich, in dem es Grenzen gibt, It's a kingdom without borders. sondern ein Königreich ohne Grenzen. The people of my nation will live in every country of the world. Das Volk meiner Nation lebt in jedem Land dieser Welt. It's not a kingdom that comes by political power. Es ist kein Königreich, das durch die politische Macht kommt. It's not a kingdom that will conquer with a sword. Und es ist kein Königreich, das mit dem Schwert erobert, It's a kingdom that will conquer with a cross. sondern ein Königreich, das mit dem Kreuz erobert. It's not a kingdom that will win by killing. Es ist kein Königreich, das durch
das Töten kommt. It's a kingdom that will win by dying. Es ist ein Königreich, das durch das Sterben gewinnt. You don't know anything about this kingdom, Pilate. Pilatus, du weißt nichts über dieses Königreich. I'm not king of Jerusalem. Ich bin nicht der König von Jerusalem. I'm king of the world. Ich bin der König der Welt. And brothers and sisters, we are citizens of that nation. Und Brüder und Schwestern, wir sind Mitglieder, wir sind Bürger von dieser Nation. You might be German or American or Hungarian, Du bist vielleicht Deutscher oder Amerikaner oder Ungar, but first we are Christian. aber zuerst sind wir Christen. You may be white or brown or black, Du bist vielleicht weiß oder braun oder schwarz, but we are first Christian. aber zuerst sind wir Christen. This is our most essential identity. Das ist unsere wichtigste Identität. We are part of this invisible nation, Wir sind Teil von dieser unsichtbaren Nation, as you can see in the title. wie ihr in dem Titel der Predigt seht. It's invisible because you can't see it. Es ist unsichtbar, weil ihr es nicht sehen könnt. It's not like other nations. Es ist nicht wie andere Nationen. We don't have borders. Wir haben keine Grenzen, We have no common language. wir haben keine gemeinsame Sprache, We have no geographic capital. wir haben keine Hauptstadt. It's invisible, Es ist unsichtbar. made up of people of every tribe, color, nation, and language. Und es ist aufgebaut durch Menschen aus jedem Stamm, jeder Farbe, jeder Nation, jeder Sprache. And we belong to one king, Jesus Christ. Und wir gehören alle zu dem einen König, Jesus Christus. And we follow his leadership. Und wir folgen seiner Führung. It's an invisible nation Es ist eine unsichtbare Nation, that exists in every nation of the world. die in jeder Nation der Welt besteht. But as you see in the title, Aber wie ihr in dem Titel seht, it's an invisible nation visible. es ist eine unsichtbare Nation, die sichtbar gemacht wird. What do I mean by that? Und was meine ich damit? I mean that on the one hand, it's invisible. Und damit meine ich, auf der einen Seite ist es unsichtbar. We don't carry any passports. Wir haben keinen Pass, der uns ausweist. We have no flag. Wir haben keine Flagge. We have no anthem. Und wir haben keine Hymne. We have no government building. Wir haben keine Regierungsgebäude. In Luke 17:21, Jesus said, "The kingdom is in us." In Lukas 17,21 sagt Jesus, das Königreich ist in uns. It's in our hearts. Es ist in unseren Herzen. It goes wherever we go. Und es geht hin, wo auch wir hingehen. You can't stop this kingdom. Du kannst dieses Königreich nicht aufhalten. It's invisible to the human eye, Es ist dem menschlichen Auge unsichtbar. but it's an invisible nation visible, Aber es ist eine unsichtbare Nation, die sichtbar ist. because the fruit of that nation Weil die Frucht von dieser Nation is love. ist Liebe. Jesus said, "People will know if you're my disciples because you love one another." Und Jesus sagt, die Menschen werden euch als meine Jünger sehen, weil ihr einander liebt. We may be an invisible nation, Vielleicht sind wir eine unsichtbare Nation, but we're not a secret nation. aber es ist keine geheime Nation. It's no secret. Es ist kein Geheimnis. Jesus says, "Everyone will know you're my disciples." Jesus sagt, alle werden wissen, dass ihr meine Jünger seid. Not because of your passport Nicht wegen eurem Pass or your bumper sticker oder deinen Aufklebern am Auto or color of your skin. oder der Hautfarbe. They'll know you're my disciples because you love one another. Sie werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr einander liebt. And you love your God with heart, soul, and mind. Und weil ihr euren Gott liebt, mit eurem ganzen Herzen, Seele und Verstand. We are citizens of the kingdom of Christ. Wir sind Bürger des Königreichs Christi. And we're colonizing the world for his sake. Und wir kolonisieren die ganze Welt für ihn. In our office, In unserem Büro, in our home, in our family. in unserem Zuhause, in unserer Familie. We want to see Jesus enthroned. Wir möchten, dass Jesus auf den Thron gesetzt wird. We're like Trump and Biden supporters. Wir sind wie Trump oder Biden-Unterstützer. We want everyone to come on board. Wir möchten, dass jeder auf den Zug aufspringt. We don't care what people say about us. Und es ist uns egal, was die Leute über uns sagen. I'm so amazed watching this whole chaos in America Und es erstaunt mich, wenn ich dieses ganze Chaos in Amerika mir anschaue. to see people wearing their MAGA hat, you know, the red MAGA hat. Wenn Leute ihre roten Mega-Heads tragen. They wear it in public knowing they're going to get yelled at and probably punched in the face. Sie tragen es in der Öffentlichkeit und sie wissen, dass sie wahrscheinlich angeschrien werden oder vielleicht sogar eine Ohrfeige einkassieren. People put their Biden and Harris poster in their front lawn Und andere stellen ihr Poster Biden-Harris in ihrem Garten auf. knowing that their conservative neighbor is going to shake their head in disagreement. Und sie wissen, dass ihre konservativen Nachbarn nur Kopfschütteln können und öffentlich zeigen, dass sie nicht übereinstimmen. But they just don't care. Aber es ist ihnen egal. Neither of them. Beiden Seiten ist es egal. They are loyal to their candidate. Sie sind ihrem Kandidaten gegenüber loyal. Brothers and sisters, Jesus is our candidate.
Aber Brüder und Schwester, Jesus ist doch unser Kandidat. We belong to the kingdom of Jesus Christ. Wir gehören doch zum Königreich Jesu Christi. He has the answers to this brokenness. Er hat doch die Antworten auf diese Gebrochenheit. Not any human institution. Keine menschliche Institution. I mean, human governments are good. Ich meine, die menschlichen Regierungen sind wichtig. We need to submit to them. God told us to. Und wir müssen uns ihnen unterordnen. Das hat Gott uns auch befohlen. But look, we've had 5,000 years of civilized government to figure it out. Aber wir haben 5000 Jahre Geschichte von diesen Regierungen, um es rauszufinden. And we still have no answers. Und es gibt immer noch keine Antworten. Human governments are necessary but temporary. Die menschliche Regierung ist notwendig, aber sie ist auch vergänglich. The USA is temporary. Die USA ist vergänglich. Germany is temporary. Auch Deutschland. They're going to pass away. Alles wird vergehen. But the kingdom of Christ is eternal. Aber das Königreich Christi, das ist ewiglich. And our nation is eternal. Und unsere Nation ist ewiglich. Let's get excited about that. Lasst uns doch darüber begeistert sein. Let's go knock on some doors for Jesus. Lasst uns für Jesus an Türen klopfen, Figuratively speaking. bildlich You gesprochen. don't really have to go knock on doors. Du musst nicht wirklich von Tür zu Tür gehen. But what I mean is let's get ready to spread the news. Aber was ich meine ist, lasst uns bereit sein, die gute Nachricht zu verbreiten. Why should we be embarrassed of our candidate? Warum sollen wir über unseren Kandidaten beschämt sein? Let us love the Lord our God with all our hearts, all our minds, and all our souls. Lasst uns den Herrn, unseren Gott, lieben mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Herzen. He is our candidate. Er ist unser Kandidat He is our King. und er ist unser König. Amen.